Hallo ihr Lieben, willkommen bei So Halt. Ich möchte euch heute zeigen, wie ich meine Haare selber schneide und das ist jetzt wirklich bitter nötig, die sind total splissig unten schon. Jetzt sind ja alle Friseure zu. Ich hätte jetzt eigentlich im März einen Friseurtermin gehabt. Der wurde dann auf Mitte April verschoben, aber das wird definitiv nicht stattfinden können. Deswegen muss ich da jetzt selber ran. Ihr seht es hier, die sind total ausgefranst. Also im Grunde geht es mir jetzt darum, dass ich mal die Spitzen schneide, so ein Stück wahrscheinlich. Und dass ich sie hier vorne schräg anschneide. Da möchte ich immer, dass sie hier bis zum Kinn gehen ungefähr. Also dass sie hier so schön reinfallen, wenn ich sie föhne. Und ich habe immer einen leichten Stufenschnitt. Da bin ich jetzt gespannt, ob ich das hinkriege mit dem Stufenschnitt auch. Also Spitzen schneiden wird jetzt kein Problem sein. Hier vorne abschrägen wird auch kein Problem sein. Stufenschnitt wird spannend. Jetzt zeige ich sie noch, also so sehen sie von vorne aus. Jetzt zeige ich sie euch noch von hinten. Und was ich jetzt noch erreichen möchte, ist, dass sie hinten so eine leichte V-Form haben, also so ganz leicht, vielleicht eher eine U-Form. Und wie ich das mache, kommt mit und schaut zu. Die Haare habe ich jetzt frisch gewaschen und dann müssen sie handtuchtrocken sein, also sie dürfen nicht ganz klitschnass sein. Und dann ziehe ich mir meinen Scheitel. Dabei muss ich wirklich versuchen, dass er ganz gerade wird, denn so werden ja dann die Haare geschnitten und sonst sehen sie dann schief aus oder nicht gleich lang an irgendeiner Stelle. Ich sitze jetzt übrigens draußen, einfach deshalb, dass ich nicht überall den Haardreck drinnen habe. Hier draußen kann ich es dann auch wegsaugen und dann ist die Bude einfach sauber. Auch nach hinten ziehe ich den Scheitel weiter auf den Hinterkopf. Das ist immer das Schwierigste. Ich meine, so genau geht es jetzt da auch nicht, das ist auch nicht so schlimm, aber es sollte schon ungefähr gerade sein. So, dann schaue ich immer ein bisschen nach unten, weil ich möchte ja, dass sie hinten ein U entsteht, dass sie hinten länger bleiben. Und wenn ich nach unten schaue, zieht es die hinteren Haare ein bisschen nach oben. Und dann mache ich mir einen engen Pferdeschwanz hier vorne, direkt unterm Kinn. Jetzt muss ich immer weiter nach unten schauen, dass die Haare so bleiben. Und die kämme ich nochmal streng durch. Und jetzt kann ich hier meinen ersten Schnitt setzen. Damit schneide ich mir jetzt quasi die U-Form erstmal vor und die Spitzen so ein bisschen ab. Da mache ich nämlich aber auch nichts, also schneide ich nicht so viel, das ist ganz wichtig. Denn nachschneiden kann man immer, aber dazu machen kann man nicht mehr. Und wenn du dich verschnitten hast, dann ist das Einzige, was man machen kann, nochmal nachschneiden. Das mache ich 2-3 Mal, weil es kann sein, dass sich ein paar Haare versteckt haben. Und damit habe ich jetzt schon mal die Spitzen vorgeschnitten. Ja genau, sieht doch schon soweit ganz gut aus, ganz gerade aus. Und jetzt kommt der schwierigere Part, jetzt werden sie auch schon langsam trocken. Ich meine, man kann auch einfach nochmal Wasser holen, vielleicht mache ich das jetzt gleich. Ich mache sie nochmal ein bisschen nass. Hier vorne nochmal nass gemacht, weil ich jetzt hier vorne meinen Schrägschnitt dann gleich machen werde. Und da brauche ich sie auch nass, dass sie einfach gut zusammenfallen. Hier muss man jetzt quasi die Ponyregion abtrennen. Da geht man einfach, also dass ihr das mal seht, wo mein Ohr ist, hier. Und überhalb vom Ohr gehe ich dann mit dem Kamm entlang, dass ich hier auch eine gerade Kante kriege. Und die kommen alle nach vorne. Und diese Ponyregion, die muss jetzt erstmal warten, die kommt gleich dran. Und die anderen Haare, die kann ich jetzt schneiden. Und zwar mache ich mir jetzt einen Stufenschnitt.
Also nimmst du dir so eine dünne Strähne, also ungefähr so eine Strähne, wie breit dein Kamm auch ist. Ziehst die Haare nach oben. Dadurch, dass du sie nach oben ziehst, werden... jetzt seht ihr nichts mehr. Ich komme gleich ein bisschen weiter runter. Dadurch, dass du sie nach oben ziehst, werden die oberen quasi kürzer abgeschnitten als die unteren. Ich meine, beim Stufenschnitt geht es auch nicht so genau. Denn das wird man nachher eh nicht mehr sehen, wie gut die geschnitten sind. Und dann schneide ich einfach hier, aber auch nicht zu viel ab. So ein bisschen die Spitzen runter. Ich will ja nicht, dass sie so arg kurz werden. Ich möchte ja nur, dass ein leichter Stufenschnitt drin ist. So. Und die ich schon geschnitten habe, die lege ich so ein bisschen nach vorne weg. Also so, dass ich jetzt auch nicht 100 Mal über dieselben Haare schneide. Sonst sind sie wirklich irgendwann ziemlich kurz. Wenn sie sich noch beim Durchkämmen so verknoten wie jetzt gerade, dann heißt es, hier ist noch Spliss. Das kann man immer gut testen, wenn man sie so aneinander legt und sie dann gleich lang sind ungefähr. Beim Stufenschnitt sieht man jetzt hier schon, dass sie hier kürzer sind. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Auf der anderen Seite ist es noch nicht so stark. Vielleicht gehe ich auf der anderen Seite nochmal durch und schaue, ob ich irgendwas vergessen habe. So, jetzt kämme ich sie streng nach vorne. Halte den Finger schräg und schnippel schräg entlang. Das ist eigentlich das Schwierigste, dass man das gerade hinkriegt. Aber wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Und immer wieder durchkämmen, immer wieder nach vorne kämmen. Weil es kann immer sein, dass sich ein Haar verhängt hat, nicht mitgekommen ist, dass man auch dann nicht irgendwo eins auf blöd hat oder 10, die einfach eine falsche Länge haben. Okay, so ganz bis zum Kinn zu schneiden traue ich mich jetzt nicht. Das würde ich jetzt erstmal so lassen. Jetzt sind sie hier.
glaube, ich werde mir demnächst auch was an meiner Farbe ändern, wenn ich jetzt eh schon oben Friseur bin. Ich glaube, ich mache sie mir ein bisschen heller oben am Ansatz, weil das sieht jetzt nicht so schön aus. Sie bleichen bei mir normalerweise immer im Urlaub gut aus, aber der Urlaub fällt ja jetzt erstmal flach, jetzt im April. Föhne ich sie mal und dann schauen wir uns an, wie es aussieht. So, das ist mein Ergebnis nachher. Ich bin super zufrieden. Die fallen total schön. Ich habe es jetzt nochmal über die Rundbürste geföhnt, also über die elektrische. Und hier vorne, das habe ich ganz gut hingekriegt, auch wenn ich hier ein bisschen länger gebraucht habe. Das ist natürlich selber sehr schwierig, das hinzukriegen, aber du siehst, wie sie schön in einem Bogen schräg nach hinten fallen und genauso wollte ich das haben, wenn sie geföhnt sind. Gefällt mir persönlich jetzt richtig gut. Ich werde jetzt öfters mal meine Haare selber schneiden. Jetzt schauen wir nochmal hier die Spitzen an. Die sehen auch gut aus. Die sehen jetzt gesund aus. Man sieht, wie sie locker fallen, wie sie sich eindrehen. Und von hinten noch einmal. Die V-Form habe ich relativ gut hingekriegt. Auch die leichte Stufung habe ich ganz gut hingekriegt, finde ich. Und ich bin wirklich zufrieden. Man sieht, dass sie jetzt gesund sind. Das sieht man einfach, wie die Haare fallen. Und die Länge passt auch auf beiden Seiten relativ gut zusammen. Also relativ. Ja, hier passt's. Noch ein Tipp an euch. Wenn ihr euch auch selber die Haare schneiden wollt, dann nehmt eine Schere, die sehr scharf ist. Also ich habe mir jetzt auch eine Haarschneideschere extra bestellt. Versucht es bitte nicht mit der Küchenschere oder mit der Bastelschere, denn die haben diese Schärfe gar nicht, dass ihr wirklich die Haare ganz fein abschneiden könnt und dann auch alle erwischt. Das wäre halt super ärgerlich, weil dann bekommt ihr irgendwelche scharfen Stufen rein, also wirklich so Kanten rein vielleicht, oder ihr erzeugt euch noch mehr Spliss, als vielleicht vorher schon da war. Das wäre halt super ärgerlich, wenn das dann passiert. Ja, und wie gefällt euch jetzt mein Nachher-Ergebnis, also im Vergleich zu vorher? Schreibt mir das mal in die Kommentare, eure Meinung dazu. Und wer würde sich dann von euch auch trauen, sich selber mal die Haare zu schneiden, jetzt gerade in dieser Zeit, wo alle Friseure zu sind? Oder wer von euch sagt, auf gar keinen Fall, ich lasse nur meinen Friseur an meine Haare, sonst niemanden. Also da interessiert mich eure Meinung. Ich bin da ja immer mal experimentierfreudig und ich bin jetzt ganz froh mit dem Ergebnis. Sie fühlen sich einfach so locker jetzt an. Das ist so toll, wie nach dem Friseur, wirklich so leicht. Kennst du das Gefühl, wenn du so durchstreifst, auch wenn nicht viel weg ist, aber irgendwie hört es früher auf. Es ist echt toll. Ich bin super happy. Und demnächst, das habe ich ja schon während dem Schneiden gesagt, werde ich jetzt mich auch mal an die Farbe wagen, weil bei mir kommt der Ansatz schon sehr stark raus. Ich färbe meine Haare nie, also dass sie unten heller sind als oben. Das ist so ein Natur-Ombre-Look. Passiert immer im Sommer oder im Badeurlaub, weil sich die Haare bei mir sehr schnell und sehr stark ausbleichen und dann werden sie immer
heller. Unten sind sie ja schon älter und oben kommen sie in meiner dunklen Naturfarbe, Naturblond nach. Und da möchte ich jetzt einfach ein paar Strähnchen reinmachen und vielleicht so ein Glossy Blond drüber. Also das kommt irgendwann demnächst, denn ich wage mich da jetzt auch mal daran, dass es einfach hier ein bisschen besser aussieht. Vergiss nicht, mich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dass du informiert wirst, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und ich freue mich sehr, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Hier verlinke ich dir jetzt noch ein paar Videos, die dich interessieren könnten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!